Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute mal zu einem besonderen Dreh in der Hansestadt Hamburg wieder. Wir haben ja einen Ferrari 599 GTB Fiorano. Fiorano war die berühmte Rennstrecke, wo sie ihre ganzen Autos testen in Italien. Neuwagen, Rennwagen, Supersportwagen. Und das ist ein Auto aus erster deutscher Hand. Der ist immer noch in erster Hand, kommt aus einer Sammlung und ist wirklich in einem neuwertigen Zustand. Das Auto hat 24.400 Originalkilometer gelaufen. Wir haben euch mal die Türen aufgemacht und den mal von oben gefilmt, was das ein toller Supersportwagen ist. Er hat eine wahnsinnig schöne Ausstattung, ist top gepflegt, ist nie schnell gefahren worden. Wir haben vorne mal geguckt, da ist kein einziger Steinschlag, denn viele von den Autos sind ja richtig rat hergenommen worden und die man heute bekommt, so für 150.000, 160.000 Euro, haben schon eine ziemlich belebte Geschichte, sind ja mittlerweile 13, 14 Jahre alt, die Wagen. Aber er hier ist in einem absoluten, also ich würde fast sagen, Zustand 1. So, jetzt wollen wir mal fahren, jetzt zeigen wir euch mal, was so ein Auto kann. Also, los geht's. Ja, jetzt sitzen wir hier in diesem Supersportwagen. Ich habe mir das eben schon mal in Ruhe angeguckt, wie das hier so aussieht. Also der Wagen ist super klasse ausgestattet. Schaut mal hier alles Carbon, Mittelkonsole. Das ist Lock, Unlock, auf und zu. Hier Park Distance Control, dieses Piep, 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 kennt ihr ja Abstand. Wagen ist ja 2008, ist also jetzt 13 Jahre alt, immer noch in erster Hand und befindet sich in einem Spitzenpflegezustand. Hier vorne übrigens, wenn man da drückt, Push, ist das Radio dahinter mit Kassette. Hier vorne Ferrari-Flagge, Pininfarina war ja der Designer, das ist die Flagge von Pininfarina hier vorne. Ja, den Wagen, den könnt ihr hier mit Pedals fahren. Der hat ja dieses F1-Getriebe, was also Schaltvorgänge in unter 0,1 Sekunden möglich macht. Oder ihr drückt hier auf Automatik, dann schaltet er ganz normal durch, automatisch halt eben. Oder hier Schalter R ist Rückwärtsgang. Also es ist wirklich ein super Auto. Hier vorne Heizung, Klimaanlage, ist ja klimatisiert der Wagen. Man sitzt erste Klasse in den Sitzen und man merkt, also er ist ganz, ganz edel verarbeitet. Hat hier oben beispielsweise ein schwarzes Dach, ist auch natürlich Leder, auch alles extra gewesen. Das Auto hat eine sehr, sehr hohe Extrapreisliste und vielleicht mal für die, die es interessiert, der Wagen hat gekostet neu 243.000 Euro plus Extras. Also man kommt mit so einem Auto gegen die 300.000 und heute verlangen wir für den Wagen, ist ja wirklich toll gepflegt, in Schwarz-Schwarz, was ziemlich selten ist, etwas unter 170.000, also deutlich unter 200. Ich meine, eine sehr, sehr gute Wertanlage. Der Wagen hat immerhin 620 PS, der hat richtig Power, hat eine 12-Liter-Maschine aus 6 Litern Hubraum. Also Auto ist wirklich toll. Kommt da einer von hinten? Nee, da kommt keiner von hinten. Aber das war das Zeichen, jetzt fahren wir los. Okay, Paul macht die Türen zu und ab geht's. Ich fahre mal mit Automatik. Ich lasse das mal hier in der Innenstadt mit den Pedals sein. Wollen wir zur Rathenauststraße? Ja. Wollen wir mal gucken, weil wir haben in Hamburg immer noch das Problem, wir wissen nicht genau, wo wir die Filme machen, weil wir brauchen ja immer so ein bisschen Platz und nicht so viele Ampeln. Leider ist das eine Großstadt, wo es viele Ampeln gibt. Und hier vorne am Flughafen, da gibt es zwar keine Ampeln, da können wir schön fahren. Das Problem ist nur, da ist dieser blöde Zaun immer im Hintergrund. Da sehen natürlich die Bayerischen Berge ein bisschen besser aus. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier kompensieren können. Ja, rote Ampel, ne? Das ist genau das Thema. Ja, man merkt sofort, hart gefedert. Er hat natürlich hier auch elektrische Fenster hier, aber ist alles ein bisschen edler gemacht. Schaut euch das mal an hier vorne. Linke Seite, rechte Seite ist schon toll gemacht. Hier ist der Griff zum Aufziehen der Türen. Hier auch alles edelstes Carbon. Und wenn man sich das anguckt, also das haben wir von einem Vorbesitzer, der sehr viel jetzt ins Ausland geht und im Ausland lebt. Der sagt, ich brauche das Auto nicht mehr, ich kann da nicht mitnehmen. Aber super gepflegt. Also wir haben selten einen Ferrari gehabt, der nach dem Alter so sauber und so gepflegt ist. Das Auto ist wirklich toll. Muss ich mal fragen, Schiebedach hat natürlich keins. Das gibt es hier nicht, ja. So, sind von dem Auto zwischen 3.000 und 5.000 gebaut worden. Ferrari gibt die Zahlen nicht, wir haben versucht es herauszufinden, gibt die aber nicht ganz genau bekannt. Also man merkt gar nicht, wie man hier auf 50 fährt. Und wir haben in Bayern immer mal drauf getreten, aber das geht hier leider nicht, weil es gibt hier überall Blitzgeräte und die wollen wir nicht provozieren. Ja, man sitzt toll drin, also hat ein ganz edles, exklusives Ambiente. Ist ein echter Supersportwagen, was ich auch übrigens cool finde. Hier gelber Drehzahlmesser. Der dreht, schätze ich, bis fast 8.000. Jetzt befinden wir uns gerade im 4. Gang, das kann man hier vorne sehen.
Hier vorne ist die Temperaturanzeige, Ölanzeige, Wasser, also Wasser und Öl. Auto ist halb voll, hat 24.400 Kilometer gelaufen und da ist nochmal ein kleiner Tachoanzeiger digital daneben. Jetzt biege ich mal hier ab, ich glaube, da ist die Rathenaustraße, natürlich prompt wieder rot. Ja, das ist ein bisschen schade hier mit so einem Auto. Eigentlich braucht er mal die Autobahn oder eine super Landstraße. Da kann man so einen Wagen auch richtig zeigen. Hier alles in feinstem Leder, Handbremse, schaut mal hier, keine Plastikhandbremse, das ist toll in Leder gehalten. Hier ist ein Miniaturaschenbecher, ist nie benutzt worden. Müsste mal abgewischt werden. Hier ein bisschen, der Sonne scheint jetzt auch hart gerade drauf. Ja, hier die Griffe gibt es beim Cayenne, aber die haben das, glaube ich, früher erfunden hier. Und was ganz toll ist, das könnt ihr hier sehen, Piping White. Das heißt schwarzes Leder mit Piping White. Schaut das mal an, das ist ganz, ganz edel gemacht. Zeigen wir nachher nochmal ein bisschen genauer. Ja, der Wagen, der läuft 330 Stundenkilometer Spitze mindestens. Ist in 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Das ist schon eine Geschwindigkeit und 11 Sekunden packt er 200, aber da braucht er echt freie Straßen. Aber wie gesagt, hier im Innenstadtverkehr ist das ein bisschen schlecht zu demonstrieren. Aber es ist ein edles Auto. Also wenn man hier drin sitzt, übrigens hat der Eigentümer noch einen kompletten Kofferset, der richtig Geld kostet. Den wollte er uns so nicht dazugeben, aber ich glaube, den kann man verhandeln irgendwie. Ich weiß nicht genau, was er sich dafür vorstellt. Ich habe mir sagen lassen, dass die 18.000 Euro kosten. Ja, tolles Auto. Hier vorne Ferrari-Logo. Schön in Silber, alles Carbon hier vorne, hier die Lüftungseinlässe. So, jetzt haben wir das Grün. Ja, da bewegt sich also sofort was bei dem Wagen mit einer absoluten Leichtigkeit. Naja, das sind immerhin 620 PS, die hier übrigens gewonnen werden. Das ist die Enzo-Maschine, die man so ein bisschen runtergedampft hat von der Leistung. Aber Ferrari Enzo kostet ja heute mittlerweile 3 Millionen Euro. Müssen wir mal gucken, ob wir da durchkommen. Ist das ja nicht die Rathenau oder ein weiter? Ich glaube, eins weiter. Wir müssen erst über den Fluss drüber, ja. Ach so, Fluss, ne? Du meinst die Alster, ne? Fluss. Das Radio ausmachen. Das ist ruhig. Ja. Ich weiß gar nicht, kann ich hier links abbiegen? Ja, muss gehen. Ja, ja, ich weiß, die geht hintenrum so vor. Ich bin ja nur alter Hamburger und kenne natürlich hier meine Stadt. Es gibt natürlich tolle Strecken in Hamburg, aber man muss immer sehr, sehr weit fahren, bis man da ankommt. Und das ist mit der Filmerei so eine Sache. Wenn man dann 50 Ampeln vor sich hat hin und 50 zurück, macht das nicht wirklich Spaß. Wir haben jetzt zwar einen tollen Laden in Hamburg, aber wie gesagt, der liegt am Flughafen. Das hat halt eben auch Nachteile. Ja, es ist ein faszinierendes Auto, ein toller Rennwagen. Und wenn ich denke, der Wagen kostet jetzt noch unter 200.000, dann sage ich euch, dass so ein Auto sehr bald sehr viel mehr kosten wird. Man darf nicht vergessen, dass es bei diesen Autos sehr, sehr viele gibt, die hart rangenommen wurden und die nicht mehr im guten Zustand sind, also richtig bewegt wurden. Und er hier hat Abstand gehalten zum Vordermann. Er ist nie richtig Vollgas gefahren. Man sieht, man spürt, man riecht das. Es ist ein super gepflegter Wagen und ich glaube, dass sowas ziemlich selten ist. Das mit der Schaltung, da muss man sich dran gewöhnen. Man muss immer beide Pedal drücken, damit dann auch der Rückwärtsgang nicht mehr drin ist. Hier ist Automatikschaltung, also sonst muss man hier mit dem F1-Getriebe schalten. Aber also, so wie man da drauf tritt, kommt sofort was. Ist wirklich ein Auto für die Rennstrecke. Also da geht richtig was nach vorne. Naja, wieso ist er denn jetzt auf? Aha, so. Na, ich muss mich da selber erst dran gewöhnen. Naja, ich kenne halt noch Viergangschaltung, kennt ihr ja so, rack, rack, rack. Das ist hier ein bisschen anders. Ne? Das ist ein reinrassiger Supersportwagen, das spürt man. Und das ist ein schwarzer Ferrari, finde ich toll. Also er ist nicht rot, es sind ja sehr, sehr viele rot oder auch gelb. Aber schwarz-schwarz mit beige innen finde ich klasse. Finde ich absolut klasse. Meinst du das hier? Wunderschöne Hamburger Allee. Ja, du meinst, da kannst du nur das meinen hier. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber hier ist leider auch Verkehr. Ja. Ja, das ist der große Nachteil, wenn man versucht, in Hamburg Filme zu drehen. Es ist halt überall Verkehr. Ich wüsste natürlich sehr, sehr schöne Strecken an der Elbe, Hittlinger Schanze oder so, da könnte man hinfahren. Nur, da ist man eine Stunde unterwegs hin, eine Stunde unterwegs zurück. Das ist heute zwar Traumwetter für Hamburg, aber wird gerade Frühling. Ihr seht gerade, dass die ganzen Pflanzen alle austreiben, alles grün, wunderschön. So liebe ich Hamburg. Nur mit der Fahrerei bei dem Verkehr, also müssen wir uns doch die richtige Strecke suchen. Ich werde mal gucken, Richtung Poppenbüttel, Mellingstedt oder so, da oben ist es vielleicht besser. Das müssen wir noch mal testen. Wir müssen jetzt leider wieder zum Flughafen. Der ist zwar schön, die Strecke, da kann ich gut fahren. Aber da sind die Zäune natürlich um den Flughafen drumherum. Und das macht es natürlich auch ein bisschen anstrengend. Ja, tolles Auto. Also ich sag mal,
Ein Auto, wenn man überlegt, den kriegt man zum Preis eines 190 SL. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da wüsste ich wirklich, was für ein Auto ich mir sofort kaufen würde, nämlich diesen hier. Weil das Ding fährt ja wirklich super schön. Da hat man für 620 PS einen absolut kommenden Oldtimer mit einer ganz hohen oder großen Chance, mit einem tollen Wertzuwachs zu bekommen. Hat man hier hundertprozentig. Ein 190er kostet heute schon 150.000 bis 200.000 Euro. Und was ich hier habe, ist natürlich toll. Übrigens ganz bemerkenswert, was ich hier gerade noch sehe, der Wagen wiegt 1685 Kilo. Das finde ich für einen Supersportwagen eigentlich eine ganze Menge. Also ich kenne eine Menge Autos, die leichter sind, aber er hat ja so viele Extras, das hat halt eben seinen Preis, deswegen wiegt der Wagen. Aber dann, wenn man sich überlegt, mit 600 PS, 3,7 Sekunden bis 100, also das sind tolle Leistungen hier. Und das kann man auch gut fahren, der liegt super klasse auf der Straße, spürt man sofort. Alles schön abgestimmt hier, man merkt, dass die Schaltung, das ist alles klasse gemacht bei dem Auto. Und man spürt die 6 Liter und die 12 Zylinder. Es ist ja ein 12-Zylinder-Motor. So viele gibt es davon heute gar nicht mehr. Aber 12 Zylinder sind eben 12 Zylinder, das spürt man. Ja, es ist ein Auto für die Rennstrecke. Und für einen Einsatz von unter 200.000 Euro bei der Qualität, bei dem, was das Auto leistet, mit diesen Leistungstaten, ist eigentlich sehr, also wirklich spannend, finde ich. Ich finde das Auto nicht teuer. Und dann noch bei der Qualität, bei der Ausstattung, die wir hier haben. Spannende Offerte, absolut spannende Offerte. Ja, jetzt sind wir wieder hier am Hamburger Flughafen. Helmut Schmidt Airport, kennt ihr ja sicherlich. Die München, die haben Franz Josef Strauß, wir haben hier Helmut Schmidt in Hamburg. Da vorne ist die Lufthansa, hier ist Terminal für Privatmaschinen, Learjet und so. Da fahren wir jetzt einfach mal gerade durch, weil fahren kann man hier toll, weil hier verhältnismäßig wenig Verkehr ist. Aber wie gesagt, man fährt immer neben diesen Zäunen daher. Und das ist natürlich kein besonders schöner Hintergrund. So ein Wagen braucht eigentlich grüne Kulisse. Und die haben wir leider nur in Bayern oder relativ wenig hier in Hamburg. Ja, wie gesagt, das Auto hat sämtliche Extras, ist hinten voll ausgestattet mit allen Accessoires, was es gibt. Paletot, hier vorne ist das Bordbuch drin, ist natürlich alles vollständig komplett. Auto ist auch Scheckheft gepflegt. Und was es dann noch gibt, und das finde ich toll, das ist so ein VIP-Buch, das ist sowas ähnliches wie ein Geburtsbuch von Ferrari, wo ihr also sehen könnt, wie dieses Auto ist. Es ist also ganz liebevoll gemacht. Darf ich das mal zeigen, wie der Wagen hier, also VIP, ne? Hier vorne Ferrari-Zeichen im klassischen Ferrari-Rot. Da könnt ihr die Wegstrecke der Entwicklung dieses Fahrzeuges verfolgen. Es sieht also 24.04.2008 ist er zur Welt gekommen. Das ist ganz edel gemacht worden. Hier seht ihr den Rahmen bzw. Karosserie. Also das ist das Auto, was wir hier haben. Eine Art Geburtsbuch, wo man genau sieht, hier vorne ist die Maschine nachher. Danach dann die Hochzeit zwischen Maschine und Chassis. So, ich kriege das bisschen mit einer Hand schwer auseinandergehalten. Warte mal, ich mache das mal so. Dann geht das vielleicht ein bisschen besser. Also das finde ich schon toll, dass es das von Ferrari gibt in der Ferrari-Fabrikation in Maranello. Und alles abgestempelt, verifiziert. Schaut mal hier an, so sieht er nachher fertig aus bei Ferrari. Also das ist schon wirklich toll gemacht. Das macht Ferrari im Detail wirklich sehr, sehr schön. Das ist auch der Grund oder einer der vielen Gründe, weshalb Ferrari so eine wirklich legendäre Marke darstellt und bis heute immer wieder Höchstpreise erzielt. Das sind absolut die Sammlerobjekte, wenn ihr euch mal die Auktionen anguckt weltweit. Was da erzielt wird für die Ferrari ist wirklich toll. Und die Preise, soweit ich das verfolgt habe, die letzten 36 Jahre, ich bin da so lange dabei, gehen immer nur nach oben. Also Ferrari ist immer eine Top-Anlage, immer das absolute Auto. Und ich glaube, das ist die spannendste Marke weltweit. Ich glaube, das kann man sagen. Hat auch neuwertige Reifen. Also ihr seht da übrigens gelbe Bremssättel. Das sind so einige der Details, der Extras, die der Eigentümer damals genommen hat. Felgen alle in einem super Zustand. Das ganze Auto ist erste Klasse gepflegt. Hat Carbonbremsen, die hießen noch Carbonbremsen, glaube ich. Ne? Ja, die sind später Serie gewesen. Damals hat es noch viel Geld gekostet. Er hat sie genommen. Schaut mal da rein, wie wunderschön das Interieur ist. Erinnert so ein bisschen an 246 Dino aus 1970, 71, aber und dann so super gepflegt. Es gibt so einige Ferraris, die sind so ein bisschen runtergewohnt. Das ist der hier nicht. Das schaut euch mal an, also was das ein Pflegezustand ist. Übrigens interessant, um die riesige Geschwindigkeit, die hohe Geschwindigkeit am Boden zu halten, gab es diese Luftleitbleche hinten. Das haben die ganz toll gelöst. Dafür hat er keinen großen Spoiler hinten.
Dadurch gab es diesen Anpressdruck und war sicher gut stabil auf der Hinterachse bei hohen Geschwindigkeiten. Hier unten das Pininfarina-Zeichen. Es ist ja von dem Karossier Pininfarina wieder mal designt worden, wie so viele Ferraris. Ja, von hinten die klassische Doppelrohr-Auspuffanlage mal 2. Ich mache hier mal zu. Also wirklich ein richtig toller Ferrari, ein super Auto. Schaut euch mal die Maschine an. Jeweils 2x6 Zylinderbänke, 12 Zylinder in V, ein riesen Motor, das ist ein gewaltiges Teil. Obwohl ich muss sagen, beim Fahren spürt man den gar nicht auf der Vorderachse. Das haben die toll abgestimmt, aber schaut euch mal, was das für ein Motor ist. 6 Liter Hubraum, 12 Zylinder, 12 Ferrari-Zylinder und auch hier top gepflegt. Der Wagen ist nie richtig voll gefordert worden. Immer super gepflegt, alle Wartungsintervalle und hier bitte sehr, der Wagen ist ja fast neuwertig. Ist selten bei so einem Auto. Also kann ich nur empfehlen, ist einmal selten von der Farbkonfiguration, er ist schwarz-schwarz. Das ist wirklich was für eine Sammlung oder für jemanden, der sagt, ich habe so ungefähr 200.000 €, die möchte ich wertstabil anlegen. Da ist das hier genau richtig. Ja, liebe Freunde, das war unsere spannende Ferrari 599 Fahrt. Also wirklich ein tolles Auto, ist auch ein Geheimtipp, finde ich, weil super Farbkonstellation, kostet eigentlich nicht viel. Man hat ein fast neuwertiges Auto, unter 200.000 bei den Leistungsoptionen. Ja, also das kann nur nach oben gehen und ist was Besonderes für eine Sammlung. Also, ich verabschiede mich bis zu unserem nächsten Film. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz. Bis morgen. Ciao.